Hi Christopher, danke, dass du uns ein paar Fragen über dich und dein Studium beantwortest. Was studierst du eigentlich genau und warum? Ich studiere Humanmedizin, jetzt mittlerweile im 10. Fachsemester. Und warum, ist eine gute Frage. Also es ist zum einen die Vielseitigkeit, sprich das Naturwissenschaftliche, also das Faktenwissen selber, aber zum anderen auch das Arbeiten mit Menschen. Äh, Das macht Spaß und es ist vor allen Dingen eben vielseitig. Also man hat auch viele Möglichkeiten nach dem Studium. Je nach Gusto kann man sich dann für eine Fachrichtung entscheiden. Kannst du Blut sehen? Ja, viel. Wie heißt deine Lieblingsveranstaltung, Schrägstrich, Vorlesung oder Seminar und was ist dein Hassfach? Also mein Hassfach, ganz klar Dermatologie. Das ist definitiv nicht meins. Meine Lieblingsveranstaltung im Studium sind die ganzen Notfallmedizinreihen, weil ich auch aus der Notfallmedizin komme. Und dazu dann aber auch noch die Polreihe, also dieses problemorientierte Lernen, was ihr dann in der Klinik habt, teilweise auch schon ein bisschen in der Vorklinik. Und da geht es eben darum, man bespricht in einer Gruppe verschiedene Fälle und hangelt sich quasi letztendlich an den Fällen lang und kann dabei relativ viel lernen. Bei einer Party verliert jemand das Bewusstsein. Was tust du? Ja, laut um Hilfe schreien und wegrennen. Nee, Spaß, Ruhe bewahren. Ja, erstmal hingehen, ansprechen, gucken, was los ist, 112 rufen, weil ohne Sachen oder ohne irgendwelches Equipment kann man auch so gar nicht so viel machen vor Ort. Und dann letztendlich, ja, Ruhe bewahren und Dinge tun. Hast du spezielle Lerntipps? Ja, also letztendlich sich irgendwie seinen eigenen Stiefel finden, gucken, was funktioniert für mich. Ich persönlich aufstehen, rumlaufen am Whiteboard irgendwie und mir das selbst erklären, weil sonst einfach nur da sitzen und stumm in mich rein. Funktioniert jedenfalls für mich nicht. Hast du Angst vor Spritzen? Nö, Putzplan oder wildes Chaos? Wie läuft es bei dir zu Hause? Putzplan, man findet Sachen schneller. Was ist deine Lieblingsmensa? Hast du einen heißen Tipp für uns? Kliniksmensa und da speziell die Salatbar, die ist echt gut. 3 Gesundheitstipps für den Alltag, bitte. Ja, Sport, ja, als Ausgleich zum vielen Sitzen. Dann plakativ wie immer gesund essen. Ja, das fördert auf jeden Fall die Konzentrationsfähigkeit. Und man fühlt sich einfach besser und auch Ruhe bewahren, nicht so viel Stress machen. Hast du schon mal gedacht, dass du das Falsche studierst? Nee, zu keiner Zeit. Fitness, Tanzen oder Tennis? Machst du was beim Hochschulsport? Ja, Fitness, also da jeweils für ein paar Kurse eingeschrieben. Ansonsten aber auch in meiner Freizeit halt einfach recht so viel Sport, so 3, 4 Mal die Woche als Ausgleich. Wie oft fährst du nach Hause? So einmal im halben Jahr ungefähr. Und da aber auch nur so meistens anlassbezogen, wie Weihnachten, Ostern, Pfingsten vielleicht, so diese und Geburtstage, die üblichen Feiertage. Achilles, Ferse, Latein. Hass oder Liebe? Liegt hinter mir, ist jetzt nicht mehr so schlimm, aber ja, ist okay. Braucht man jetzt, ja, braucht man ein bisschen, aber ist nicht so wichtig. Thüringer Klöße oder Bratkartoffeln? Eindeutig Thüringer Klöße. Bier in der Kneipe oder Tanzen im Club? Ja, ist ein schönes Bierchen in der Kneipe und dann ab in den Club. Heute schon einem Kranken geholfen? Nee, noch nicht, aber der Tag ist auch nicht vorbei. An wen hast du deine letzte WhatsApp geschrieben? Das war eine Arbeitskollegin aus dem Skills Lab, das werde ich auch noch kennenlernen. Ja. Was macht Jena für dich so schön? Also zum einen die Größe und zum anderen die Lage. Es ist jetzt nicht zu groß, nicht zu klein, man kann alles fußläufig erreichen und jeder kennt jeden. Das kann ein Vor- oder auch ein Nachteil sein, aber es ist recht familiär zum Teil und dass man schnell im Grünen ist. Ärzte sind die schlimmsten Patienten. Was hältst du davon? Ja, kann richtig sein, muss aber nicht so ein 1 oder 0 Ding. Ich glaube, es gibt Leute, die sehr hypochondrisch veranlagt sind und wegen eben Kleinigkeit so in sich horchen. Oder aber auch die sagen, geht schon, ist nicht so schlimm und dann ist es eigentlich zu spät. Bist du schon mal durch eine Prüfung gefallen? Nicht nur durch eine, aber das ist nicht schlimm. Die kann man wiederholen. Was ist dein Plan B fürs Leben, wenn es einen Plan B gibt? Tatsächlich Lehramt, habe ich mir überlegt, aber da ich jetzt schon 10 Fachsemester bin und dieses Jahr Steck schreibe, ist es, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass ich den nochmal brauche, hoffentlich den Plan. Worüber könntest du dich so richtig aufregen? Gesundheitspolitik und unser wunderbares Studiendeklanat. Wie oft wirst du von der Familie oder von Freunden um medizinischen Rat gefragt? Ja, kommt schon regelmäßig vor. Ja, also so ein Wehwehchen hat ja irgendwann doch mal jeder. Oder wenn irgendwie in der Verwandtschaft oder bei Freunden von der Verwandtschaft irgendwas ist, dann wird man schon immer mal gefragt, was ist denn das und was ist denn das? Vielen Dank, dass du unsere Fragen beantwortet hast. Kein Problem, ich danke auch.